Mein Name ist Benjamin Germann, ich bin gelehrter Elektromonteur, arbeite im Moment als Bauleiter hier in Bern. Kreativität beeinflusst mein Leben in dem Sinn, dass ich halt auch Geld investiere, in Maschinen zu kaufen, in Projekte kaufen, dass ich Zeit investiere. Ich glaube, das Grösste an dem Ganzen ist, sich Zeit zu nehmen, sich die freie Zeit, die man hat, auch für das investiert, auch wenn es nicht wirklich Geld gibt oder so, aber wenn man etwas schafft und das dann halt auch quasi es ist mehr als ein Hobby, weil es einem Freude gibt. Es ist ein Teil des Lebens. Wir reden immer von dieser Work-Life-Balance und in meinen Augen sollte das Arbeiten und das Leben in einem sein, wo man das, was man macht, gerne macht. Und es ist manchmal schwierig, wenn man irgendein Projekt hat beim Arbeiten, wo man voll Zeit investieren muss, wo man eine Deadline hat und das ist nicht für einen selber. Das Schöne daran ist, wenn man auf der Arbeit selber den Punkt reinbringen kann, wo man gerne schafft, wo man gerne etwas erreicht und das dann auch Erfüllung gibt. Und ich glaube, wir sehen uns mit allen Hobbys, mit allem Arbeiten, mit allem Geld verdienen nach einer Erfüllung. Und die Erfüllung ist manchmal schwer zu finden, wenn man nicht weiss, was einem erfüllt. Und ich tue gerne basteln, gerne werken, weil das mir eine Art von Erfüllung gibt. Aber es ist nur eine Art von, es reicht nicht für alles, aber es gibt einem Erfüllung und das ist etwas vom Schönsten. Nebst dem Arbeiten auch noch kreativ zu sein, ist mir extrem wichtig, dass ich einen Ausgleich habe, dass ich etwas habe, das ich am Abend sehe und ich erschaffen habe, dass ich etwas habe, entweder einen Bogen, den ich gebaut habe, dass ich den abgeschliffen habe, dass ich den zuerst mal aufspannen kann, dass ich den losschiessen kann. Das ist etwas, das extrem viel Freude macht, wo man dann auftanken kann, wo man am Abend, wenn man im Bett liegt, ein gutes Gefühl hat, von etwas erledigt hat. Ja, auch das Erfolgserlebnis hat, auch wenn es natürlich manchmal Brennholz gibt oder weiss nicht was, aber es ist gleich etwas, was man gemacht hat und etwas, was man dann hat oder weiterschenken kann, und man kann Freude damit machen und ja, darum schöpfe ich auch. Meine Geschichte von Herausforderungen und Hoffnungen, würde ich sagen, ist ein Teil von meinem Leben, wenn ich zurückschaue. Ich habe das Lied «Struggle» und das beinhaltet sehr viel von meiner Geschichte. Kurz nachdem dass ich geheiratet bin, hatte ich einen Unfall, bin ich vom Dach gefallen. Ich konnte selber wieder aufstehen, hatte das Gefühl, es ist alles in Ordnung. So 2 Stunden später konnte ich mich kaum mehr bewegen, bin dann zum Doktor gegangen. Ich habe herausgefunden, ich habe einen Nervenschaden im Rücken. Die Nerven waren verquetscht und das hat damit Inhalte, dass ich nicht mehr arbeiten vom Bau. Am Anfang haben die Versicherungen gezahlt, irgendwann haben sie nicht mehr gezahlt. Und es ist so weit gegangen, dass ich quasi 3 Jahre lang nicht arbeiten konnte, vom Rücken her. Verschiedene Eingriffe hatte, minimal invasive zum Glück nur. Und dass ich durch Physio wieder auftrainieren musste. Aber das Fazit war, in diesen 3 Jahren oder 4 Jahren, wo es fast ging, habe ich keinen einzigen Rappen bekommen von irgendeiner Versicherung. Aber die Herausforderung oder das Schöne in dem Sinne war, auch wenn das Geld nicht gelangt hat, hat es gleich gelangt. Es hat immer wieder Gott geschaut, was wir machen konnten. Wir mussten auch schwierige Sachen entscheiden. Wir haben uns entschieden, dass wir zu unseren Eltern ziehen. Es ist nicht einfach, wenn man frisch verheiratet ist, bei seinen Eltern einzuziehen. Und wiederum haben wir immer wieder erlebt, wie Gott durch Freunde zu ihm schaut. Und es war so, wir haben mal Rechnungen gezahlt, die wir mussten zahlen mit dem letzten Geld, das wir noch hatten. Wir haben gewusst, wir kommen heim, wir haben absolut kein Geld mehr. Und nachher sind wir heimgekommen, und es war ein Kuvert vor der Tür und dort war genau der Betrag, den wir vorher Rechnungen gezahlt haben, wieder drin. Es ist extrem viel Geld geschenkt worden. Und wir wissen, Gott hat einen Freund gebraucht, der uns das Geld gegeben hat. Ich bin überzeugt, er kann einfach so Geld schenken, aber Gott will immer jemanden brauchen,
um jemanden zu beschenken. Und die grösste Herausforderung war, nicht arm zu sein. Also man ist so nah an Gott in so einer Zeit, die so schwierig ist. Man streitet dort. Aber das Schwierige war, die Sachen, wo man genau weiss, das Geld, das wir jetzt bekommen haben, das viele Geld, das wir bekommen haben, hat ein Kollege von uns gegeben. Wir werden das ihm nie so zurückgeben können. Und das ist, glaube ich, die grösste Schwierigkeit im Ganzen, dass man diesen Aspekt nie vergisst, dass man immer dankbar ist für das, was man bekommt und dass man jemandem in einer schweren Situation etwas geben muss, dass es für den nicht einfach ist, das anzunehmen. Und dort habe ich, glaube ich, die grösste Hoffnung und Herausforderung in meinem Leben ist, dass ich annehmen durfte, dass ich Hilfe brauche. Ich glaube, im Ganzen, in den ganzen Struggles, im ganzen Schöpfen, das man hat, ist das Wichtigste, ob man jetzt am Tiefpunkt ist oder am Höhepunkt von seinem Leben, dass man nicht vergisst, dass man Leute ringsherum hat, die für einen da sind und wo man selber für die da sein soll. Es ist egal, wie tief man ist, man hat immer Freunde da. Und wenn man das Gefühl hat, man hat keine Freunde mehr da, dann ist noch Gott da, der ihm auffällt. Und wenn man zurückschaut, dann sieht man, man ist weit getragen worden. Ich möchte dort auch einfach, wenn du hoffnungslos bist, dann schrei nach Gott und er wird kommen. Und man kann ihm auch alle Chance sagen, er mag das verleiden. Er will einfach, dass man mit ihm redet und mit ihm umgeht. Und auch wenn man anderen helfen will, muss man bereit sein, Hilfe anzunehmen. Ich glaube, das ist das, was ich am meisten durch die Struggles habe gelernt und immer noch wieder lernen und auch nie ganz wieder fertig gelernt habe. Ich habe die Zeit, die ich in diesem Umfang hatte und nicht arbeiten konnte, extrem cool nutzen, indem ich für das, was ich hatte, für andere investieren konnte. Ich konnte kreativ sein, ich konnte Freunde, Familie unterstützen, ich konnte in einem Asylheim arbeiten, das hier war. Das sind alles coole Sachen, die durch die Krise überhaupt möglich waren. Und das Schönste war, wir hatten immer genug für gastfreundlich zu sein. Wir hatten immer genug zu essen, wir konnten immer weitergeben. Das ist etwas vom Schönsten, was man arbeiten konnte. Und ich hatte viel Zeit. Ich konnte die Zeit auch nutzen, für das Kreativsein, für Sachen zu malen, für Sachen zu basteln, so weit das ist gegangen. Hoffnung bedeutet für mich, dass man darauf vertrauen kann, dass etwas da ist, was man noch nicht sieht. Also im Sinne von Hoffnung weiss ich, dass es mehr gibt als nur das Nichts nach dem Tod. Hoffnung ist für mich, dass ich weiss, alles, was ich hier mache, ist nicht sinnlos. Hoffnung ist dort, wo man etwas, das eigentlich kaputt ist, wieder flickt und wieder herstellt. Hoffnung ist das, was wir brauchen, um weiterzuleben. Durch das, dass ich die Gastfreundschaft und das Kreativsein immer größeren Stellenwert in meinem Leben bekommt, schaue ich eigentlich darauf, dass ich vielleicht in Zukunft einen Kaffee aufbauen kann, wo ich noch mehr die Leben-Arbeitsbalance, wo man immer wieder davon redet, mehr unter einen Hut bringen kann, wo das ist, was ich mache, auch das ist, was einem erfüllt. Und dass das auch mehr ist als nur Geld verdienen, sondern das Leben teilen. Dass man die schönen Sachen und die ästhetisch wunderbaren Sachen, die man machen kann oder die andere machen können, hervorheben und das auf eine Art und Weise in einer Gemeinschaft teilen kann, die einen Einfluss hat. Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch einen wertvollen Teil einer Gemeinschaft zusammenbringen kann. Und ich glaube, ich habe dort auch einen Wunsch, dass ich der bin, der die Gaben der Leute zusammenbringen kann und auch schöne Sachen schaffen kann. Und ich hoffe, ich kann immer mehr in dem aufgehen, immer mehr in dem arbeiten und immer mehr in dem andere Leute freisetzen, über ihre Grenzen zu springen und ihre Gaben mehr zu entdecken und zu schaffen und coole Projekte zu machen. Und wir haben schon coole Projekte gemacht und es ist nicht irgendwann fertig, sondern es geht einfach weiter, solange wir da sind und solange wir arbeiten können. Das ist etwas vom Schönsten, was man machen kann.